Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute wird es bei uns darum gehen, wie viel man als Arzt in Deutschland verdienen kann und welche Tarife es gibt. Anders als bei anderen Berufen gibt es im Arztberuf keine so großen regionalen Unterschiede beim Gehalt. Denn was ihr letztendlich verdient, hängt von dem Tarifvertrag eures Arbeitgebers ab. Es gibt auch noch andere Faktoren, die euer Gehalt letztendlich beeinflussen. Zum Beispiel sind das, ob ihr angestellt seid oder selbstständig seid oder ob ihr einen Tarifvertrag habt oder außertariflich bezahlt wird. Außerdem kommt es auch darauf an, ob ihr ein Festgehalt habt oder ob es darauf ankommt, wie ausgelastet die Klinik oder die Praxis ist. Und natürlich kommt es auch auf eure Position an. Da in Deutschland mehr als 50% der Ärzte in Krankenhäusern arbeiten, werden wir uns die Gehälter von Ärzten in Krankenhäusern anschauen. Zunächst schauen wir uns erstmal an, wieso Tarifverträge aufgebaut sind und was für Tarifverträge es in Krankenhäusern gibt. Generell besteht ein Tarifvertrag aus den Berufsgruppen Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt, leitender Oberarzt oder Chefarzt und aus den Stufen 1 bis 6. Wenn der leitende Oberarzt oder Chefarzt nicht aufgeführt ist, dann wird er in der Regel außertariflich bezahlt. Als Assistenzarzt erreicht ihr die Stufen, je nachdem, wie lange ihr im Krankenhaus schon gearbeitet habt. Also nach 2 Jahren erreicht ihr die Stufe 2, nach 3 Jahren die Stufe 3 und so weiter. Bei den anderen Berufsgruppen ist das ein bisschen anders, das seht ihr dann aber noch genau in den Tabellen. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel als Assistenzarzt schon 2 Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet habt und nun den Arbeitgeber wechseln wollt, dann müsst ihr nicht wieder bei Stufe 1 anfangen, sondern ihr macht dann einfach bei Stufe 2 weiter oder sogar bei Stufe 3. In Deutschland kann man zwischen 3 Tarifverträgen an Kliniken unterscheiden. Als erstes schauen wir uns die Tarifverträge an Universitätskliniken an. Dazu gehört zum Beispiel die Charité in Berlin und das Universitätsklinikum in Frankfurt. Die folgende Tabelle zeigt euch die Tarife für das Jahr 2021. Als nächstes gibt es den Tarifvertrag für kommunale Krankenhäuser. Dazu gehören zum Beispiel die Kliniken der Stadt Köln und das Klinikum in Dortmund. Auch hier findet ihr wieder die aktuellen Tarife. Und als letztes gibt es noch den Tarifvertrag für private Krankenhäuser. Hier habe ich mir die Tabelle für die Helios-Kliniken ausgesucht, da sie der größte Klinikverbund in Deutschland sind. Nach der Stufe 6 gibt es bei den Helios-Kliniken auch noch höhere Gehälter, die aber hier nicht mit aufgeführt sind. Bei allen Beträgen, die wir uns gerade in den Tabellen angesehen haben, handelt es sich um Bruttobeträge. Das heißt, dass die Steuern und andere Abgaben noch nicht abgezogen worden sind. Wie viel Geld ihr letztendlich rausbekommt, hängt auch noch von ein paar weiteren Faktoren ab. Zum Beispiel, in welchem Bundesland ihr arbeitet, ob ihr zur Kirche gehört oder nicht, wie euer Familienstand ist und welche Steuerklasse ihr habt. Im Internet gibt es dafür ein paar nützliche Online-Tools, mit denen ihr ganz einfach ungefähr euer Nettogehalt ausrechnen könnt.
So, nun sind wir auch schon am Ende unseres Videos angekommen. Ich hoffe, wir konnten viele von euren Fragen beantworten. Falls ihr dennoch noch Fragen habt oder etwas unklar ist, dann kommentiert doch einfach unter dem Video oder schickt uns eine E-Mail. Schaut doch auch gleich mal auf unserer Webseite vorbei und seht euch unser vielfältiges Kursangebot an. Bei Andrax bereiten wir unsere Schüler optimal auf die Fachsprachenprüfung vor, mit unserem B2-C1-Kurs für Mediziner und unserem extra Vorbereitungskurs auf die Fachsprachenprüfung. Wir helfen euch auch bei vielen weiteren Dingen, ob das jetzt die Beantragung des Visums oder die Wohnungssuche ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf Gefällt mir klickt und gleich unseren Kanal abonniert. So halten wir euch auch immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Tschüss!